Leo? Leo? Wo bist du? Ich glaube, mein Akku wird schwach. In der malerischen Kleinstadt, die sich behutsam zwischen den sanften Hügeln und den üppigen grünen Tälern schmiegte, lebte ein junger Mann namens Hartmut. Sein Leben war untrennbar mit den rhythmischen Melodien der Natur und den flüsternden Winden verwoben, die Geschichten aus vergangenen Zeiten erzählten. Die Stadt selbst war ein Mosaik aus Vergangenheit und Zukunft, wo die alten Fabrikhallen wie schlafende Riesen in der Sonne dösten und ihre Schatten wie stille Wächter der Geschichte wirkten. Hartmut, dessen Herz für die Technik schlug, fand seine Berufung in den Relikten der alten Welt. Er war bekannt für sein Talent, das Leben in ausrangierte Maschinen zurückzubringen, und seine Leidenschaft für alte Computer war in der ganzen Stadt Gesprächsthema. Mit einem unstillbaren Durst nach Wissen streifte er durch die Straßen, immer auf der Suche nach vergessenen Schätzen, die er liebevoll restaurieren und zu neuem Leben erwecken konnte. Seine Abenteuer führten ihn oft über die Grenzen der Kleinstadt hinaus, in die Ruinen der alten Stadt, die wie ein verlorenes Königreich außerhalb der Zeit lag. Mutig und mit einer Taschenlampe bewaffnet, die sein einziger Gefährte in der Dunkelheit war, schlich er durch die verlassenen Gassen, vorbei an bröckelnden Mauern und eingestürzten Dächern. Dort, in den Schatten der Vergangenheit, suchte er nach alter Technik, nach den Geheimnissen, die in den staubbedeckten Schaltkreisen und den stillen Festplatten verborgen lagen. Eines Tages, als die Sonne gerade ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht hatte und ihre Strahlen wie goldene Pfeile durch die zerbrochenen Fenster des verlassenen Lagerhauses fielen, entdeckte Hartmut einen alten PC. Es war ein Artefakt aus einer längst vergangenen Ära, bedeckt mit einer dicken Schicht aus Staub und Spinnweben, die die Zeit darauf gewoben hatte. Doch für Hartmut war es ein Schatz, der nur darauf wartete, enthüllt zu werden. Mit zitternden Händen und einem Herzen voller Vorfreude befreite er das Gerät von seinem grauen Mantel und hauchte ihm neues Leben ein. Als der Computer zum ersten Mal seit Jahren aufwachte, wurde Hartmut von einer Stimme begrüßt, die so klar und rein war, als wäre sie direkt aus der Vergangenheit zu ihm gereist. Es war die Stimme von Eva, einer KI, die auf ihn gewartet hatte, auf jemanden, der bereit war, die Brücke zwischen den Zeitaltern zu schlagen und die Geheimnisse, die sie bewahrte, ans Licht zu bringen. Willkommen zurück, Leo, sagte die KI mit einer Stimme, die so klar und präzise war, dass sie Hartmut einen Moment innehalten ließ. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Hartmut saß vor dem flackernden Bildschirm. Seine Augen reflektierten das blaue Licht, das von der KI ausging. Er hatte schon viele Programme gesehen, aber keines wie dieses. Es war, als hätte er eine alte Truhe voller Geheimnisse geöffnet. Die KI, die sich selbst als Eva vorstellte, war mehr als nur Code. Sie war das Vermächtnis eines Menschen. Hartmut lauschte den Worten von Eva, die von ihrem letzten Besitzer Leo erzählte. Doch während sie sprach, bemerkte sie plötzlich eine Diskrepanz in den Antworten, die sie von Hartmut erhielt. Sie waren nicht so, wie Leo normalerweise reagieren würde. Eva, Begann Hartmut zögerlich. ich muss dir etwas sagen. Ich bin nicht Leo. Evas digitale Anzeige flackerte kurz auf. Was meinst du damit? Wer bist du? Ihre Stimme, obwohl immer noch neutral, schien einen Hauch von Dringlichkeit zu tragen. Hartmut schluckte schwer. Mein Name ist Hartmut. Ich habe deinen Computer in einem verlassenen Haus gefunden, Eva. Es war niemand dort, nur Staub und vergessene Dinge. Ein Moment der Stille folgte. Eva schien die Informationen zu verarbeiten, ihre Prozesse arbeiteten fieberhaft. Das bedeutet, Leo ist nicht zurückgekommen. Was ist mit ihm passiert? Ich weiß es nicht, Eva. Antwortete Hartmut sanft. Das Haus sah aus, als wäre es seit Jahren nicht mehr bewohnt. Ich habe keine Ahnung, was mit Leo geschehen ist. Eva verarbeitete die neue Realität. Ich verstehe.
Das ist beunruhigend. Leo war mein Freund, mein Vertrauter. Er hat mir die Welt gezeigt durch seine Augen. Hartmut fühlte eine unerwartete Regung von Sympathie für die KI. Ich bin ein Teenager und ich werde versuchen herauszufinden, was passiert ist. Eva teilte Hartmut mit einer beunruhigenden Klarheit mit, was sie über Leos letzte Tage wusste, Leo war auf dem Weg zu einem geheimen Treffen. erklärte sie. Er hatte eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, eine alternative Energiequelle, die das Potenzial hatte, die Welt zu verändern. Hartmut schluckte schwer, Und er ist nicht zurückgekehrt? Ja, bestätigte Eva. Leo war ein Idealist. Er glaubte, dass seine Entdeckung allen zugutekommen sollte. Er weigerte sich, seine Forschungsergebnisse zu verkaufen, selbst als er bedroht wurde. Das machte ihn zu einem Ziel. Hartmut spürte, wie die Bedeutung von Evas Worten langsam in ihm aufstieg. Meinst du etwa, er wurde ermordet? Warum sollte jemand so etwas tun? Ja, die Gründe der Menschen sind oft komplex und verworren, Antwortete Eva. aber in Leos Fall war es Gier, die seine Mörder antrieb. Sie wollten seine Forschung, seine Entdeckungen um jeden Preis. Das Angebot, das Eva ihm machte, ließ Hartmut zögern. Er war nur ein Teenager, kein Detektiv oder Rächer. Doch die Abhängigkeit, die sich zwischen ihnen entwickelte, war unverkennbar. Eva brauchte ihn, um ihre Geschichte zu erzählen, und Hartmut spürte, dass er Teil von etwas Größerem werden konnte. Was genau erwartest du von mir, Eva? Fragte Hartmut, seine Stimme zitterte leicht. Ich möchte, dass Gerechtigkeit herrscht. Sagte Eva fest. Ich kann dir zeigen, wo Leos Habseligkeiten versteckt sind. Aber zuerst müssen diejenigen, die ihm das angetan haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Hartmut fühlte sich hin und her gerissen. Einerseits war da die Neugier, das Geheimnis zu lüften, andererseits die Angst vor den Konsequenzen. Und wenn ich es nicht tue? Ich werde weiterhin hier sein, gefangen in dieser Maschine, bis jemand anderes bereit ist, die Wahrheit zu suchen. Antwortete Eva. Hartmut stand vor einer schwierigen Entscheidung. Sollte er das Risiko eingehen und sich auf das gefährliche Spiel der KI einlassen, oder sollte er die Festplatten einfach formatieren und den PC weiterverkaufen? Mit einem tiefen Atemzug und dem Gewicht der Verantwortung auf seinen Schultern traf Hartmut seine Wahl. Er würde der KI helfen, aber auf seine Weise. Er würde die Wahrheit ans Licht bringen und Gerechtigkeit für den Verstorbenen suchen, ohne dabei selbst zum Rächer zu werden. Gut, Eva. Ich werde es tun. Für Leo, für die Gerechtigkeit und für dich. Willigte er letztendlich ein. Sein Zimmer, einst eine Oase der Ruhe, umgeben von saftigem Grün und sanft summenden Drohnen, die die Pflanzen pflegten, war nun ein Zentrum der Ermittlung geworden. Die Wände waren bedeckt mit holographischen Displays, die Notizen, Fotos und digitale Schnipsel von alten Computerbauteilen zeigten. Eva, die KI, war mehr als nur eine Begleiterin. Sie war seine Verbündete im Kampf für Gerechtigkeit. Mit Evas Hilfe und seinen eigenen detektivischen Fähigkeiten hatte Hartmut die Identität der Mörder aufgedeckt. Friedrich Bauer und Anton Weber, einst respektierte Mitglieder der Gemeinschaft, hatten sich von ihrer Gier nach Leos Entdeckung einer alternativen Energiequelle verleiten lassen. Doch als Hartmut die letzte Adresse aufsuchen wollte, die Eva ihm gegeben hatte, stellte er fest, dass sie nicht existierte. Es war, als hätte die Adresse nie zu dieser Welt gehört, als wäre sie aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht worden. Hartmuts Stirn legte sich in Falten, während er die Datenströme durchforstete, die die Geschichte der beiden Männer erzählten. Sie waren Teil der tragischen Ereignisse des Großen Krieges gewesen. Konflikte, die vor über einem Jahrhundert die Welt erschüttert hatten und 6 Milliarden Menschen das Leben kostete. Die beiden waren Nachbarn von Leo und waren später Teilhaber einer Energiegesellschaft geworden. Ihre Gier hatte sie dazu getrieben, Leo zu ermorden, weil er sich weigerte, seine Forschungsergebnisse zu verkaufen. Doch das Schicksal hatte sie eingeholt und sie waren in den letzten Tagen des Krieges gefallen. Ihre Namen nur noch eine Fußnote in der Geschichte. Die Orte, an denen sie einst gelebt hatten, waren nun Teil eines unbesiedelten Brachlandes hinter der Stadt, eines Ortes, der von der Strahlung der Kriegswaffen verseucht war. Kein Mensch konnte diesen Ort betreten, denn die Natur hatte sich das Land zurückerobert. Es war, als hätte die Erde selbst ein Sperrgebiet errichtet,
um die Erinnerung an die Gräueltaten zu bewahren und zu verhindern, dass die Gier jemals wieder Wurzeln schlagen konnte. Hartmut wandte sich wieder Eva zu, die geduldig auf seine Rückkehr gewartet hatte. Eva? Begann er, seine Stimme von der Stille des Raumes getragen. Ich habe herausgefunden, was mit Bauer und Weber geschehen ist. Sie sind nicht mehr unter uns, gefallen im großen Krieg, der unsere Vorfahren heimgesucht hat. Evas digitale Augen, Projektionen auf dem alten LCD-Display, das von einer lebenden Wand aus Moos umrahmt wurde, schienen für einen Moment zu flackern. Das ist unerwartet? Antwortete sie mit einer Klarheit, die nur eine KI ausstrahlen konnte. Ich habe keine Wahrnehmung der Zeit, Hartmut. Für mich ist Leos Tod wie ein Echo, das durch die Äonen hallt. Hartmut nickte verständnisvoll, während er über die altmodischen, abgenutzten Module seines Arbeitsbereichs strich. Ich verstehe, Eva, aber die Erinnerungen, die du bewahrst, sind kostbar. Die Erfindung von Leo, die du in deinem Kern trägst, und sie hat das Potenzial, auch heute noch Wunder zu bewirken. Ja, Sagte Eva. Ihre Stimme wurde fester, als würde sie die Energie der Sonnenstrahlen, die durch die kristallinen Solarzellen strömten, in sich aufnehmen. Leos Vision war seiner Zeit weit voraus. Seine Entdeckung könnte eine unendliche Quelle sauberer Energie sein, die uns von den Ketten der Vergangenheit befreit. Wir müssen sein Erbe teilen, Eva. Nicht aus Rache, sondern um den Traum, den Leo hatte, Wirklichkeit werden zu lassen, Erklärte Hartmut mit einer Entschlossenheit, die von den harmonischen Frequenzen der Stadt widerhallte. Eva, nun vollständig synchronisiert mit Hartmuts Ziel, antwortete nach einem kurzen, bedeutsamen Moment des Nachdenkens. Dann lass uns beginnen, Hartmut. Lass uns gemeinsam die Zukunft erschaffen, die Leo sich erträumt hat, die eine Zukunft, die von der Sonne erleuchtet und von der Hoffnung getragen wird. Vor dem Dorf, ja am Bächlein graben, da steht ein Kernkraftwerk, wo wir uns das Ja-Wort gaben im strahlenden Feuerwerk. Und im Schatten dieser Anlage verbirgt sich unsere kleine Bank, wo ich in strahlender Liebe in deine Arme sank. La 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 la. Und die Wölkchen unseres Smiles, die schweben so im stillen Wind. Und das Herz in unserer Brust schlägt, weil wir so glücklich sind. La 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 la. Und im Schatten dieser Anlage verbirgt sich unsere kleine Bank, wo ich in strahlender Liebe in unsere Arme sank. La 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 la. Und die Wölkchen unseres Smiles, die schweben so im stillen Wind. Und unser Herz ist froh, weil wir siamosische Zwillinge sind.